Wenn Sie die Worte „Warum nicht du?" hören, was kommt Ihnen in den Sinn? Wecken Sie Zweifel oder entfachen Sie etwas Tieferes, Neugier, Entschlossenheit, den Mut, über Ihre jetzigen Grenzen hinauszudenken? Diese Worte sollen Sie nicht entmutigen. Sie sind ein Aufruf zum Handeln, eine Erinnerung daran, dass Größe nicht nur wenigen Auserwählten vorbehalten ist. Jeder von uns trägt das Potenzial in sich, Außergewöhnliches zu leisten, unabhängig von Herkunft, Erfahrungen oder Hindernissen. Allzu oft hören wir Geschichten von außergewöhnlichen Menschen, die scheinbar für Erfolg bestimmt sind. Ihre Talente, Vorteile und Erfolge können den Eindruck erwecken, Exzellenz sei anderen vorbehalten. Doch die Wahrheit ist, Erfolg ist selten allein das Ergebnis von Talent. Im Kern wird er von Beharrlichkeit angetrieben, der unerschütterlichen Entschlossenheit, auch bei langsamen Fortschritten weiterzumachen, nach jedem Rückschlag wieder aufzustehen und durchzuhalten, lange nachdem die anfängliche Begeisterung verflogen ist. Beharrlichkeit bedeutet nicht, der Schnellste oder der Talentierteste zu sein. Es bedeutet, niemals aufzugeben. Fragen Sie sich also, warum nicht du? Warum nicht die Person, die noch nicht alle Antworten kennt, aber lernwillig ist? Warum nicht die Person, die Rückschläge erlitten hat und immer wieder aufsteht? Warum nicht die Person, deren Potenzial sich noch entfaltet? Beharrlichkeit schafft Chancengleichheit. Sie ist keine angeborene Eigenschaft, sondern entwickelt sich durch Ausdauer, Widerstandsfähigkeit und den unbedingten Willen, nicht aufzugeben. Jede Herausforderung, der du begegnest, wird Teil deines Wachstums. Jeder Zweifel wird zu einer Gelegenheit, deine Entschlossenheit zu stärken. Die Frage ist nie, ob Hindernisse auftauchen, sondern wie du darauf reagierst. Wirst du vom Weg abkommen oder Schritt für Schritt deinem Ziel entgegengehen? Der Weg zum Erfolg ist selten geradlinig. Er ist verschlungen, stockt und ändert seine Richtung. Doch wenn du in Bewegung bleibst, Unbehagen akzeptierst und auf deine Fähigkeit zu wachsen vertraust, wirst du feststellen, dass niemand besser für diese Herausforderung geeignet ist als du. Erfolg wird oft als Domäne der Naturtalente romantisiert. Doch die Geschichte erzählt eine andere Geschichte, eine Geschichte der Beharrlichkeit. Thomas Edison scheiterte tausende Male, bevor er schließlich die Glühbirne erfand. Michael Jordan wurde aus seinem Higgs-Schul-Basketballteam geworfen, bevor er zu einem der größten Athleten aller Zeiten wurde. Diese Persönlichkeiten wurden nicht allein durch Talent vorangebracht. Ihre prägende Eigenschaft war ein unerschütterlicher Wille, weiterzumachen, wo ein Scheitern andere längst aufgegeben hätte. Talent mag einen Vorsprung verschaffen, doch Beharrlichkeit trägt einen durch, wenn die Herausforderungen zunehmen. Sie treibt einen an, zu üben, wenn erste Versuche unbeholfen wirken, zu lernen, wenn der Fortschritt langsam ist, und so lange durchzuhalten, bis man die Meisterschaft erreicht hat. Viele mit immensem Naturtalent scheitern schlichtweg, weil ihnen die Ausdauer fehlt, schwierige Zeiten zu überstehen. Diejenigen, die Erfolg haben, sind oft diejenigen, die durchhalten. Ein entscheidender Aspekt von Durchhaltevermögen ist die Entwicklung eines Wachstumsdenkens, der Glaube, dass die eigenen Fähigkeiten nicht festgelegt sind, sondern durch Anstrengung, Lernen und Beharrlichkeit gestärkt werden können. Menschen mit einem Wachstumsdenken sehen Herausforderungen als Chancen. Sie verstehen, dass Scheitern sie nicht definiert, sondern ihnen etwas lehrt. Anstatt zu fragen, warum scheitere ich, fragen sie, was kann ich daraus lernen? Anstrengung wird zu einer positiven Kraft, einem Weg zur Meisterschaft statt zu einem Zeichen von Unzulänglichkeit. Mit dieser Denkweise bedeuten Rückschläge nicht länger das Ende des Fortschritts. Sie werden zu Sprungbrettern. Studien zeigen immer wieder, dass Menschen, die Wachstum fördern, tendenziell länger durchhalten, sich besser anpassen und letztendlich mehr erreichen. Sie begrüßen Feedback, bleiben offen für neue Ideen und erkennen, dass sich jede Fähigkeit, egal wie schwierig sie anfangs auch erscheinen mag, durch Übung verbessert. Ihre Resilienz wurzelt nicht in Perfektion, sondern in der Überzeugung, dass kontinuierliche Anstrengung zur Verbesserung führt. Doch selbst eine Wachstumsmentalität erfordert etwas Tieferes, Selbstvertrauen. Es ist das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, sich anzupassen,
zu lernen und trotz Unsicherheit erfolgreich zu sein. Selbstvertrauen ist keine Arroganz. Es ist Vertrauen in die eigene Fähigkeit zu wachsen. Damit geht man Risiken ein, setzt sich ambitionierte Ziele und hält durch, auch wenn die Ergebnisse nicht sofort sichtbar sind. Ohne Selbstvertrauen schleichen sich Zweifel ein, Vergleiche lähmen und Angst hält einen in der Komfortzone gefangen. Selbstvertrauen befähigt dich, dir sinnvolle Ziele zu setzen und sie mit ganzem Herzen zu verfolgen. Es hilft dir, Kritik zu ertragen, daraus zu lernen, anstatt davor zurückzuschrecken und dich von den Erfolgen anderer inspirieren zu lassen, anstatt dich von ihnen bedroht zu fühlen. Es ermöglicht dir, Misserfolge als vorübergehenden Umweg und nicht als endgültiges Urteil zu sehen. Vor allem aber gibt es dir die Kontrolle über deinen eigenen Weg und erinnert dich daran, dass deine Zukunft von deinen Entscheidungen, deinen Anstrengungen und deiner Beharrlichkeit geprägt wird. Und dann ist da noch die Beständigkeit, die stille Kraft hinter jedem langfristigen Erfolg. Beständigkeit bedeutet, sich jeden Tag zu engagieren, nicht nur, wenn die Inspiration zuschlägt, sondern vor allem dann, wenn sie fehlt. Es ist das Verständnis, dass Fortschritt durch kleine, wiederholte Handlungen entsteht, die sich mit der Zeit summieren. Während die Motivation schwankt, bleibt Beständigkeit bestehen. Mit Beständigkeit festigen sich Gewohnheiten, die Resilienz wächst und das Selbstvertrauen wächst, während man den eigenen stetigen Fortschritt beobachtet. Erfolg entsteht selten durch plötzliche, spektakuläre Anstrengungen. Er entsteht durch die Summe unzähliger kleiner Schritte, stundenlanges Üben, Momente der Disziplin, Tage, an denen man trotz Frustration durchhält. Beständigkeit stärkt das Vertrauen anderer und, noch wichtiger, das Vertrauen in sich selbst. Sie lehrt, sich nicht auf flüchtige Inspiration zu verlassen, sondern auf die Routinen und Gewohnheiten, die man bewusst aufbaut. Wenn du dich also fragst, warum nicht dich? Dann frage mit Überzeugung. Nimm die Herausforderungen an, vertraue auf deine Lernfähigkeit, glaube an dein Wachstumspotenzial und engagiere dich jeden Tag. Du hast das Zeug dazu. Der Weg mag lang sein, aber mit Beharrlichkeit, einer Wachstumsmentalität, Selbstvertrauen und Beständigkeit sind dem, was man erreichen kann, keine Grenzen gesetzt.